Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen auf meinem Kanal Lecker im Landhaus und heute gibt es bei mir ein neues Video, das ist ein Sonntagskuchen, ein Hefekuchen mit versteckten Buchteln. Ich finde ihn optisch schön und geschmacklich auch sehr gut, aber ich liebe ja sowieso Hefekuchen. Ich finde, das sind so typische Sonntagskuchen, sehr fluffig und sehr weich und voller Geschmack. Und dieser Kuchen hat auch eine versteckte Füllung und die finde ich auch ganz besonders toll. Als Füllung könnt ihr alles Mögliche verwenden, ob jetzt Pudding oder Nutella oder Marmelade. Ich habe ihn mit Erdbeermarmelade gebacken. Für einen winterlichen Kuchen kann ich zum Beispiel Pflaumenmus empfehlen mit etwas Zimt. Dann duftet das ganze Haus nach Winter und Weihnachten und Gemütlichkeit. Los geht's, wir starten mit den Zutaten. Als erstes mache ich den Hefeteig, dafür nehme ich 550 Gramm Mehl, diesmal habe ich backstarkes Mehl genommen. 7 Gramm Hefe. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne mit Trockenhefe backe, ihr könnt aber auch 21 Gramm frische Hefe nehmen. 80 Gramm Zucker, etwas Salz, nicht viel, ungefähr eine Prise, ein Ei, 40 Milliliter Öl, ich habe Sonnenblumenöl, 30 Gramm zerlassene Butter. Die Butter darf natürlich nicht zu heiß sein. Und 250 Milliliter lauwarme Milch. Und jetzt verknete ich alles zu einem glatten Teig. Meine Küchenmaschine lief 10 Minuten auf Stufe 2. Den fertigen Teig lasse ich dann in einer eingeölten Schüssel eine Stunde gehen. Mein Teig hat sich mehr als verdoppelt und kann jetzt weiterverarbeitet werden. Ich gebe meinen Hefeteig auf die Arbeitsfläche und teile ihn in 2 ungleiche Teile. Das Verhältnis ist dabei ungefähr 1/3 zu 2/3. Wie ihr sehen könnt, nehme ich kein zusätzliches Mehl, weder für den Teig noch für die Arbeitsfläche. Es geht auch ganz gut ohne. Das große Teigstück teile ich dann in 9 gleiche Portionen. Aus jeder Portion mache ich erst einen Fladen, gebe in die Mitte des Fladens bis zu 2 Teelöffeln Füllung, forme ihn zu einem Bällchen. Alle Bällchen lege ich dann mit der Naht nach oben in eine gut eingefettete 26er Springform. Das Bällchen in der Mitte lege ich aber mit der Naht nach unten in die Backform. Das kleine Teigstück teile ich in 3 gleiche Portionen, rolle die erste Portion aus, bestreiche den Teig mit etwas Butter, mache das gleiche mit der zweiten Portion und die letzte Portion wird dann nicht mehr mit Butter bestrichen. Alle Fladen dann aufeinander stapeln und nochmal ganz leicht ausrollen.
Ja, und das Ganze dann wie eine Pizza in 8 Stücke schneiden. In der Mitte der Länge nach nochmal einen Schnitt machen, die Spitze vorsichtig durch die Mitte ziehen und dieses Dreieck dann auf dem Bällchen platzieren. Und nochmal eine halbe Stunde gehen lassen. Den Teig erst mit einem Eigelb bestreichen, dann mit etwas Hagelzucker bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder 150 Grad Umluft 35 bis 40 Minuten backen. Meinen Kuchen habe ich 35 Minuten mit Umluft gebacken. Und so sieht der Kuchen dann aus, wenn er fertig gebacken ist. Wenn ihr wollt, dass diese Eischicht etwas heller ist, dann müsst ihr zum Eigelb etwas Milch geben. Der Kuchen ist gut aufgegangen, er ist sehr hoch und auch sehr fluffig und sehr weich. Geschmacklich ist er auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und ich werde euch jetzt nochmal die Füllung zeigen, diese versteckte Buchtel. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's mir in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!